Switzerland, an exemplary model of democracy and international organizations, a country of human and child rights, an image that is irreproachable to the world. But in the 20th century, who are deeply involved and are deeply involved in child pornography, pedophilia and child trafficking. Why is it there's this one woman who's been involved in my... Dieses Video ist vermutlich das spannendste Video, das ich je zusammengeschnitten habe. Vorerst will ich der Marina danken, Mitglied und Admin dieser Gruppe. Sie hat mir geholfen, dieses Video zu übersetzen. Ihr müsst wissen, dass in dieser Gruppe ihr das Privileg habt, diese Informationen als Erste zu bekommen. Ich werde hier nicht erwähnen, dass es wichtig ist, dieses Video zu teilen, denn wenn ihr ihn bis am Schluss geschaut habt, werdet ihr selbst darauf kommen, dass es wichtig ist, dass man diese Informationen weiter verbreitet. Jeder Mann kann es in seiner Gruppe oder Kanälen weiterleiten, aber ich bitte euch, es nicht zu kopieren oder es irgendwie abzuändern. Am einfachsten ist es, wenn ihr ihn einfach so 1:1 weiterleitet. Okay, in diesem Video spricht ihr von BioBlue und ich werde euch gleich zeigen, was ihr damit meint. Well, we are glad to have you here on BioBlue, the biggest independent television in Italy. BioBlue finanziert sich also selbst durch Spenden und ist nicht auf Fremdwerbung angewiesen. Und somit ist es also in dieser Art das größte Medium, das es in Italien gibt. Dann spricht er von einer Smith Family Foundation. Ich blende sie nur kurz ein, ohne groß darauf einzugehen, damit ihr später wisst, wovon er redet. So, das ist also die Smith Foundation. Diesen Link findet ihr dann unten in der Beschreibung. So, dann sieht man hier das Network, und dann kann man hier mehr darüber herausfinden. Könnt ihr mal euch anschauen, was da beschrieben wird, was die da so machen. Gehen wir mal eins zurück, dann wer da alles dabei ist. So, dann sieht man hier, dass es namhafte Firmen darunter gibt. Zum Beispiel hier, Campari ist ja sicher ein Begriff, Nestlé und so weiter. Ihr könnt da sogar Renault ist mit dabei. Ich habe jetzt aber nicht genau recherchiert, was sie da so machen, aber könnt ihr ja selbst ausdenken, in was für ein Wespennest da man hineingestochen hat. Wir alle glauben zu wissen und da tauchen Organisationen auf, von denen man nie irgendetwas gehört hat. So, das war also die Smith Family Foundation und dann müsst ihr verstehen, er spricht ein wenig kryptisch. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir auch nicht die ganzen Zusammenhänge verstehen können, es aber Leute gibt, welche genau wissen, wovon er spricht. Insbesondere dort, du wirst sehen, wird er von seiner Ex-Frau sprechen, das einiges zum Nachdenken gibt, was er damit meint. Mal schauen, ob er zu einem Interview bereit ist, wo, wenn er will, er uns ein bisschen mehr Klarheit darüber verschaffen kann. Viel Spaß mit dem Video. First of all, I want to thank people all around the world who I have encouraged, supported and specifically offered their prayers for myself. Vorerst möchte ich mich bei all den Menschen auf der ganzen Welt bedanken, die mich unterstützt haben und die insbesondere für mich und meinen Söhnen gebetet haben, seitdem ich vor ein paar Tagen mit BioBlue gesprochen habe. Completely different aspect, an additional aspect. Mit was wir es hier zu tun haben, ist mehr als nur eine Dokumentation, worüber ich letzten Freitag gesprochen habe. Jetzt gebe ich euch einen komplett anderen zusätzlichen Aspekt über die gesamte Schweizer Verbindung zu Scytl. That because of the documentation that I provided last Friday, as well as the new information, which I'm going to be presenting briefly tonight, which has now also been put on my blog, that I will need to be debriefed completely to put together. Dies, weil andere Spieler an den Entdeckungen beteiligt sind, müssen diese neuen Informationen, welche ich auf meinem Blog bereitgestellt habe, wegen Zeitmangel meinerseits mit den dazugehörigen Links noch nachbearbeitet werden. A lot has been planned and conceptualized for a long time in a vague. Die ganze Situation mit den Betrugsfallen ist etwas, das gedacht und schon vor langer Zeit geplant wurde, anfänglich auf eine vage und abstrakte Art, um es später ganz konkret umzusetzen. Spezielle Akteure wurden da eingesetzt und allesamt stehen von Anbeginn dieser Operation in Verbindung mit der Schweiz. Es gab seriöse Probleme mit dem Namen von Dominion Switzerland for Trump, das überall verstreut und vertuscht wurde. Auch wurde mir von einem wichtigen Network in den USA berichtet, dass Anstrengungen unternommen wurden, welche es verunmöglichten, auf diese Informationen zuzugreifen. Es gab auch Probleme, meinen Blog zu erreichen. Die zutage getretenen Themen und Probleme sind die folgenden. All das, was mit der Schweiz verbunden ist, sprich die Schweizerische Post, das im Besitz des Schweizer Staates ist, hat sich effektiv
relativ heimlich und verdeckt am Tag, nachdem ich diese Daten in meinem Blog veröffentlicht hatte, mit einer Antwort darauf geäußert. They did it in a very hidden way, it was very disguised, and it was actually one day after I posted my blog, November 16th. Merkwürdigerweise haben sie sich auf eine dubiose und verborgene Art gemeldet, indem sie den Namen Scytl falsch geschrieben haben, was eigentlich unüblich ist für die Schweizer, Rechtschreibfehler zu begehen. Das tun sie nie, auch dann nicht, wenn es um Zahlen geht. Spelling. The Swiss don't make errors in spelling, errors in numbers, especially as we all know. Sie haben unmissverständlich zugegeben, die Rechte für Scytl gekauft zu haben, um dies ausschließlich um ein neues Wahlsystem für die Schweiz zu entwickeln. Da uns jedoch die Fakten bekannt sind, wissen wir, dass dies eine falsche Information ist. Denn wir wissen schon lange über den Zweck dieser Software Bescheid. Und dies nicht nur aufgrund meiner Dokumente, sondern auch von den Unterlagen, welche in Besitz von Giuliani, Sidney Powell und andere rechtliche Behörden sind. Response, there was a very odd code. Now I've looked into this code. Denn die Frage lautet, wenn die Schweizerische Post und der Staat wusste, dass es sich um ein unsicheres System handelt, das ungeeignet ist, weil es problemlos für Wahlen manipuliert werden kann, das sie selbst in ihren Tests herausgefunden haben, warum vermietet die Schweizerische Post als Exklusivbesitzer des Quellcodes diese betrugserprobte Software für die amerikanischen Wahlen? The man and his family who offered the initial. Am Ende der Antwort gab es einen sehr seltsamen Code, den ich untersucht habe. Dieser Code wirft viele Fragen auf, wie dieser Wahlbetrug tatsächlich damit zusammenhängt. Und eine weitere Frage, welche sich aufdrängt, ist, warum der Schweizer Präsident einer der ersten war, der Biden und Harris gratuliert hatte, weil sie aufgrund der eingesetzten Software sich sicher waren? Nächste Frage, gehen wir zu den Anfängen. Swiss banking family that also got into pharmacy. 1965 bot ein Mann, der einer bestimmten reichen Schweizer Bankenfamilie angehört, die erste Grundfinanzierung für das Scytl-Unternehmen an. Und diese Finanzierung erstreckte sich bis zum Jahre 1995 aus. Dieser Mann gehört zufälligerweise zur Familie des Präsidenten Sommaruga. Dieser Mann stieg auch im Pharmaunternehmen ein, damals Santos genannt und heute als Novartis bekannt. Das Smartmatic-Unternehmen ist im Besitz der Scytl-Firma. Warum hat also dieser Mann diese Stiftung gegründet, welche dann schlussendlich in das Smartmatic-Unternehmen investiert hat, welche zur Hauptstiftung der eigenen Familien gehört? Die Novartis ist das am wichtigsten beteiligte Pharmaunternehmen an der Covid-Geschichte. Und dieselben Leute, also Familie, wovon hier die Rede ist, sind die Hauptmehrheitsaktionäre der Novartis. Bleib bei mir und verfolge noch folgende Fragen. Pass auf. Warum bestehen zur ganzen Sache Verbindungen zu Venezuela? Gleich mehr darüber. Es gibt bestimmte Dinge, die ich entdeckt habe und die sehr eigenartig sind und wiederum betrifft es wieder die gleiche Familie. Die Sandoz Foundation und dann die Finanzierung von Scytl diente seit 1965 als eine intelligente Hintergrundstiftung. Base funding from the Sandoz Foundation, which was founded in Die Schweizer Venezuela-Grundfinanzierung-Verbindung ist auf die anfängliche Sandoz Foundation zurückzuführen, welche 1964 gegründet wurde. Nach der Gründung von Scytl 1965 erfolgte also 40 Jahre später im 2005 die Finanzierung. Das heißt, dass die Scytl als Eigentümer von Smartmatic die Mehrheitsbeteiligung von Smartmatic an die Smith Family Foundation verkaufte, wobei Sandoz selbst weiterhin ein Interesse daran aufrechterhielt. Alle diese Dokumentationen werden in meinem Blog veröffentlicht. Die eine Dokumentation betrifft die Schweizerische Post, welche belegt, dass sie in Besitz des Scytl-Quellcodes sind. But Sandoz still maintained an Dann werden auch alle Dokumentationen bereitgestellt, welche belegen, dass ich im Besitz aller dazugehörigen Hintergrunddokumentationen bin, welche für Sidney Powell, Rudy Giuliani und dem Rechtsteam von Präsident Trump von Wichtigkeit sind. Diese Informationen wurden nicht an die Mainstream-Medien und sozialen Netzwerke weitergegeben, weil sie ohnehin als Fake dargestellt werden würden. Im Moment gibt es viele Fehlinformationen und Missverständnisse, worauf ich nicht eingehen werde. for Sidney Powell and Rudy Giuliani and everybody associated with and on President Trump's legal team, but that information is not being passed to the media. Hier geht es darum, aufzuzeigen, wie die Schweizer Scytl-Verbindung zum Quellcode zusammenhängt und wie durch die Basisfinanzierung offenbar all das in seinen Anfängen von 1965 bis zum heutigen Tage zurückzuführen sind.
as the first part, which I exposed, which is the Switzerland Scytl connection on the source code, and the second part, which is the base funding and how this all ties Und jetzt together. wird es interessant. Wie kommt es, dass während Trump offiziell Juan Guaido als Präsident von Venezuela anerkennt, die Schweiz stattdessen die Präsidentschaft an Nicola Maduro zuweist und zeitgleich der in der Schweiz zuständige US-Botschafter Edward McMullen unterzeichnete eine Vereinbarung mit dem Schweizer Justizminister Karin Keller-Sutter, der hier im Lande mit Mike Pompeo zu vergleichen ist. Es ging um ein Abkommen für die Schweiz über die Vertretung der US-Interessen in Venezuela, wo sie Nicola Maduro als Präsident erkennen, während jedoch in den USA Juan Guaido von Donald Trump anerkannt wurde. Recognizes Nicola Maduro as president, and yet at the same time, dating back, Edward McMullen, the U.S. ambassador to Switzerland, signed an agreement with Ignacio Cassis, who's the Minister of Justice for Switzerland, who's the equivalent of Mike Pompeo over here in Switzerland. They signed an agreement for Switzerland to represent U.S. interests in Venezuela. We recognize as Americans Juan Guaido. Switzerland recognizes Nicola Maduro. So, da will ich eine persönliche Bemerkung hinzufügen, dass ich weder beweisen noch behaupten will. Aber nehmen wir an, und jetzt reine Spekulation, dass auch hier die Wahlen durch solche Maschinen getürkt wurden, dann war auch in diesem Falle schon im Voraus für die Schweiz klar, wer Präsident von Venezuela werden wird. Und mit der Aussage, welche gleich im Video folgen wird, drängt sich einfach der Verdacht auf, dass überall dort, wo diese Software eingesetzt wurde, im Hintergrund alles von der Schweiz reguliert wurde. Wir haben also eine Schweizer Bank und eine Bankerfamilie, die Smartmatic von Anfang an finanzierte, und zufälligerweise besitzt immer noch die Schweiz die Rechte für den Quellcode für Scytl. Das sind berechtigte Fragen. Please and briefly, I am holding everything. Now, of course, I've given. Ich möchte klarstellen, dass ich alle Informationen aufbewahre, alles festhalte, was ich erhalten habe. Ich befinde mich in der Situation, wo ich Personen meide, welche mit Gewalt versucht haben, mir die Informationen wegzunehmen. Ich bin gerade dabei, jedes Stück Papier und jedes Dokument vollständig zusammenzutragen. Und zum Schluss gibt es Fragen zu meinem persönlichen Fall. Meine amerikanische Identität wurde öffentlich klargestellt, wer ich bin und warum ich mich mit meinen 2 Söhnen in der Schweiz aufhalte. Vor 3,5 Jahren, am 25. Juli 2017 wurde ich von der Schweizer Regierung enttäuscht. In my case, it's come to very clearly in the public now who I am at the root of this, why I'm an American person in Switzerland with 2 sons that were seized by the Swiss government 3.5 years ago on July 25th of 2017 when I exposed a group out of Arizona where my ex-wife and our 2 sons used to live, who were deeply involved and are deeply involved in child pornography, pedophilia and child trafficking. Why is it there's this one woman who's been involved in my life? Außerhalb von Arizona entlarvte ich eine Gruppe, wo meine Ex-Frau und meine beiden Söhne lebten. Es war eine Gruppe, die tief im Kinderhandel, in der Kinderpornografie und der Pädophilie involviert war. Wie kommt es, dass eine Frau, welche von Anfang an in meinem Leben involviert war, jetzt zeitgleich in den Wahlen involviert ist und sie die allererste Frau war, die Biden und Harris gratuliert hat, und dies unmittelbar danach, also 3 Tage später. Ich spreche hier von der Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Every year. It was Uli Moore, then it was this person, then it was this person. Simonetta Sommaruga is the president this year for 2020. Last year, I believe she was the vice president. Prior to that, she was the Minister of Justice. Now, Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, worüber ich nicht schlecht sprechen will, ist eine sehr interessante Person. Trotzdem will ich schildern, wie das politische System in der Schweiz organisiert ist. Sie haben eine rotierende Präsidentschaft. Es gibt also 7 Mitglieder im Vorstand, welche untereinander sich rotierend dieses Amt abwechselnd teilen. Simonetta Sommaruga ist der jetzige Bundespräsidentin im Jahr 2020. Letztes Jahr war sie, glaube ich, Vizepräsidentin und davor Justizminister. Inzwischen sollte jeder verstanden haben, wer ich bin, auch wenn ich das nicht selbst direkt preisgebe. Zwischenzeitlich haben Tausende von Personen begonnen, mir Nachrichten zu schreiben. Sie fragten, hey, bist du die Person, deren Kinder von der Schweizer Regierung entführt wurden? Und ich antworte mit ja. Election. There was a film that I was asked to translate from French and Italian into English. English subtitles, English voiceover. It's my voice. It's called Trees of Shame. It is a massive expose on the Child Protective Services
Child Protective Service system in Switzerland. Doch jetzt versuche ich mich auf die Wahlen zu konzentrieren. Ich wurde gefragt, ob ich einen Film übersetzen wollte. Ein Film mit englischen Untertiteln, den ich vom Französisch und Italienisch mit meiner Stimme auf Englisch als Voice-Over für diesen Film zur Verfügung stellte. Der Film heißt Trees of Shame. Es handelt sich um eine riesige Entlarvung über die Kinderschutzsysteme in der Schweiz. Während dem Film vor circa ein Jahr, also noch bevor er gedreht wurde, traf ich mich mit dem Direktor und Filmproduzent. Und da gab es eine Szene im Film, wo damals Simonetta Sommaruga der Justizminister war, wo sie nicht nur verantwortlich für die Gerichte, sondern auch für den Familien- und Arbeitsschutz war. So gab es also eine Szene im Film, in einer Situation, wo sie ziemlich unter Druck gesetzt wurde. Ihr könnt euch die Szene selbst im Film Trees of Shame anschauen. You caught in this. Switzerland, an exemplary model of democracy and international organizations, a country of human and child rights, an image that is irreproachable to the world. But in the 20th century, Switzerland experienced a dark chapter in its history. Into the early 1980s, people whose behavior did not correspond to social and moral values were interned by administrative decision. Hundreds of thousands of children and adolescents were violently and abruptly torn from their families and forced into orphanages, prisons, or peasanthood and used as cheap farm labor. Young, pregnant women were forced to abort or adopt out their children. Minister Simonetta Sommaruga regularly receives letters from many parents asking for help following the placement of their children. But her answer is always the same. Moi, comme ministre de la Justice, je ne peux pas prendre des décisions qui sont dans la compétence des cantons. Ce qu'on peut faire, c'est ensemble avec les cantons, faire tout pour que les autorités soient bien formées, soient conscientes de ce qui se passe. Why this deafening silence? Why this lack of commitment of the political authorities on the fate of these children? What are the issues or interests at stake? The dark chapter of Swiss history on the administrative placement of children seems to have been forgotten, despite the Swiss Confederation's apologies and efforts in this area. How many trees will it be necessary to plant in the future to express the shame of these institutional crimes? Who or what is behind this global children's business? Who are you? Why did you get this information? And how did you put it together? Zeitgleich, als mir meine Kinder weggenommen wurden und ich darum kämpfte, sie zurückzubekommen, war sie zwischenzeitlich Vizepräsidentin geworden. Und jetzt habe ich die Schweiz entlarvt, im Wahlbetrug involviert zu sein. Die Frage, welche immer wieder hochkommt und sich anscheinend auch Tausende von anderen Leuten stellen und mich auch fragen ist, warum bist du darin involviert? Wer bist du? Woher hast du diese Informationen? Und wie konntest du diese so zusammenstellen? Das geht jenseits meines Verständnisses. Wie fügt sich das alles zusammen? Did you put it together? Weil ich wissen will, was dahinter steckt. Because I wanted to know what was behind this. Because I can say very clearly, living in a socialist country, especially as an American here, with my kids having been unlawfully seized by the Swiss government 3.5 years ago. Ich kann aber sehr deutlich sagen, ich lebe als Amerikaner in einem sozialistischen Land, wo man mir vor 3,5 Jahren unrechtmäßig meine Kinder weggenommen hat. Ohne Prozesswiederaufnahme wurde ich unzählige Male von der Polizei aufgehalten und gestoppt und so weiter. All das ist am Rande eine lange Geschichte und ich werde hier nicht weiter darauf eingehen, sondern über die Wahlen sprechen. Es gibt Menschen, die seit 1965 darin involviert sind und sie sind immer noch da. Is simply to get what I am holding directly into their hands, physically into their hands, and not through any more potential intermediaries. Das sind die Hauptakteure. Es gibt überall Interessenskonflikte, welche ich, wie bereits erwähnt habe, vollumfänglich dokumentieren kann. Mein einziger Wunsch, den ich habe, weil ich keinen direkten Kontakt mit Präsident Trumps Rechtsteam habe, ist, diese Informationen direkt und persönlich übergeben zu können und nicht durch Umwegen, wie es aktuell geschieht, damit Sie die Unterlagen analysieren und mit mir persönlich besprechen können. Dies sollte so schnell wie möglich geschehen, wegen der bevorstehenden Gerichtsverhandlung und wegen der Tatsache, dass bald eine Entscheidung getroffen wird. Appreciate greatly everybody's support, everybody's encouragement.
the fact that nobody's really attempting to discredit what I'm saying. I've shown enough, I'm showing a little. Es gibt noch viel mehr zu tun. Ich möchte zum Schluss noch sagen, dass ich all diejenigen schätze, die mich unterstützen und auch die Tatsache, dass bis jetzt niemand versucht hat, das, was ich sage, zu diskreditieren. Weitere Informationen, welche ich aufbewahre, sind für Präsident Trump und sein juristisches Team. Ich bete für mein Land, die Republik USA, und dass sie mit mir direkten Kontakt aufnehmen werden. Tried to transmit is solid. I would not be risking my life as tens of thousands of Leuten, welche ich diese Informationen gezeigt habe, bestätigen die Stichhaltigkeit und wissen, dass die Informationen, welche ich direkt zu übertragen versuche, solide sind. Tausende von Leuten schreiben mir, dass ich mein Leben aufs Spiel setze. Dieses Risiko würde ich nicht eingehen und sogleich das Leben meiner Kinder gefährden würde, es sei denn, ich wüsste nicht, dass das, was sich in meinem Besitz befindet, stichhaltig ist. Denn auch in Europa gibt es viele hochrangige Leute. critical and unique has not been found. And thank you very much again for having me on. Ich weiß, dass das, was ich hier in der Hand halte, kritisch, einzigartig und andersherum nicht auffindbar ist. Und nochmals, vielen Dank.